Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Gedenkstätte Ravensbrück, die ihr sie nun zugeschaltet seid, wo auch immer. Ich freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen zu einer Diskussionsrunde, die einen freudigen Anlass hat. Und der Anlass ist nämlich die Erscheinung des Buches Les Français à Ravensbrück auf Deutsch. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Thomas Kunz, ich bin pädagogischer Mitarbeiter in der Bildungsabteilung der Gedenkstätte. Ich halte mal kurz das Buch schon mal ins Bild, um das es jetzt hier gehen wird. Es ist Les Français à Ravensbrück, Französinnen in Ravensbrück, ein Sammelwerk. Es hat viele Autorinnen, das wird gleich Marie-France nochmal genauer ausführen. Kann man sagen, eine Collage aus Zeitzeugenberichten, Zeitzeuginnenberichten, erschienen in den 1960er Jahren. Aber als allererstes möchte ich natürlich hier unsere Mitdiskutierenden gerne vorstellen. Das ist zum einen Marie-France Cabezet-Marnay aus Frankreich. Sie ist die Co-Präsidentin der Amicale Française de Ravensbrück, das heißt, man kann sagen, der französischen Lagergemeinschaft, und ist die Tochter von Angela Cabezet. Sie ist Widerstandskämpferin gewesen und wurde auch nach Ravensbrück deportiert. Ihr Vater ist Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg gewesen auf Seiten der Republikaner und ist dann danach auch eben Widerstandskämpfer in Frankreich gewesen. Ja, dann Carsten Hinz ist diplomierter Dolmetscher und ist auch schon seit vielen Jahren für die Gedenkstätte Ravensbrück tätig und hat jetzt die große Aufgabe übertragen bekommen, das Buch eben ins Deutsche zu übersetzen. Ja, und dann Insa Eschebach, die Sie ja vermutlich alle kennen werden. Sie ist von 2005 bis 2020 Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück gewesen, ist jetzt, kann man sagen, im Unruhestand, hat Zeit zu forschen über all das, über die Dinge, über die sie bisher nicht Zeit hatte zu forschen, und ist auch wieder Dozentin an verschiedenen Universitäten. Jetzt würde ich an Marie-France das Wort geben, dass sie uns ein bisschen einführt nun in das Buch, in das Werk selber. Also wie kam es dazu, dass in den 60er Jahren dieses Buch erscheinen konnte? Wer waren die Autorinnen, die Redakteurinnen, und dann aber auch jetzt zur deutschen Übersetzung? Also wie kam es dazu? Denn es war die Amicale Française, die diese Übersetzung initiiert hat. Also wie kam es dazu und auch was waren die Probleme und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren? Ja, okay. Marie-France, c'est à toi. Alors, je vais commencer par en fait la genèse de ce livre. Il est né à la sortie des camps, en fait. Alors, il n'aurait pas existé sans les membres de l'ADIR et de l'Amicale, les anciennes déportées qui ont construit à partir de 1945 des choses, enfin des écrits. Elles ont recueilli des témoignages et au fur et à mesure, puisqu'elles ne pouvaient pas parler, vous savez qu'on n'écoutait pas les femmes qui avaient été déportées. Elles avaient souffert, mais en France, les gens avaient souffert également, donc elles ont parlé très tard. Par contre, elles ont beaucoup écrit, elles ont beaucoup amassé de documents. Elles se sont battues pour leurs droits des femmes résistantes, puisque ce n'était pas commun. Puis elles ont, au fur et à mesure, elles ont fait des enfants. Nous sommes leurs enfants. Et ensuite, elles ont commencé à raconter petit à petit à ceux qui voulaient bien les entendre ce qui se passait. Et en 1959, au moment où il y a la création du musée au mémorial de Ravensbrück, il y a eu la création du musée, il y a eu des expositions. Ces expositions
en France, elles ont circulé. L'exposition était présentée comme les parcours de ces femmes depuis la résistance, la prison et ensuite les envois dans les camps de concentration nazis. Donc elles ont recueilli des témoignages et après ces expositions qui ont circulé dans toute la France dans les années 59, elles se sont dit ce serait très bien d'en faire une synthèse et un livre qui pourra raconter. Alors, moi, j'ai découvert les archives et on a la chance à l'Amicale d'avoir les témoignages individuels avant que ce soit des livres. Donc, il y a des choses qui sont très, très importantes. Donc, au fur et à mesure, l'idée a germé et comme vous savez, l'Amicale de Ravensbrück, tous les 5 ans, enfin, aux dates anniversaires, elle présentait un projet. Donc, en 55, c'était le monument en France au Père-Lachaise. En 60, c'était encore une fois quelque chose en France, mais je ne me souviens plus trop quoi. Et en 65, c'était les Françaises à Ravensbrück. Donc, les Françaises à Ravensbrück, elles avaient, donc vous aviez des femmes connues ou inconnues. Dans le groupe de travail de rédaction, c'était des femmes plutôt connues, plutôt intellectuelles, enfin résistantes et intellectuelles. Donc au fur et à mesure, elles ont constitué ce travail et en 65, elles ont édité le livre des Françaises à Ravensbrück. Comment dire, donc, dans le livre, il y a toutes les phases et alors, la chance, il y a des écrits manuscrits. Alors, elles ont fait un travail de titan parce qu'elles ont recueilli à la main, enfin, des témoignages manuels et ensuite, ils ont été retapés à la machine. Alors, vous voyez, quand nous, on a les ordinateurs, pour nous, c'est un peu anachronique. On ne se rend pas du tout compte du travail qu'elles ont fait, qu'elles ont lu, relu, retravaillé. Moi, je les admire dans la façon dont on voit les archives. Donc, elles ont pu travailler, elles ont compulsé des centaines de feuillets. Hein. Il y a des centaines de feuillets. Alors, vous avez des écrits réécrit par Germaine Tillon, par Geneviève de Gaulle, par Marie-Claude Vaillant-Couturier. Donc, ça a été un travail de plusieurs années, après 59 jusqu'en 65. Hein. Le livre n'est sorti qu'en 65, quand même. Il avait été préparé avant, mais au fur et à mesure, ils ont élagué, mis à jour et puis repris certaines choses. Ja, vielen Dank, Marie-France, für diesen einführenden Worte. Carsten, jetzt an dich eben die Frage: Wie hast du reagiert, als diese große Bitte an dich herangetragen wurde, auch ob du dieses Werk denn ins Deutsche übertragen möchtest? Und auch was waren denn die Herausforderungen auch, mit denen du dich da konfrontiert gesehen hast? Auch vielleicht, wenn du ein paar Beispiele dazu geben kannst. Ja, also ich war ja schon seit fast 20 Jahren Dolmetscher im internationalen Ravensbrück-Komitee und kannte daher die Française, viele von den Alten auch von denen, die auch im Buch selber geschrieben haben. Und mir war auch die Bedeutung dieses Buches als wirklich das Referenzwerk in Frankreich in Bezug auf die Deportation der Frauen nach Ravensbrück durchaus bewusst, so als wirklich ja das Referenzwerk eben. Und entsprechend war es für mich eine Mischung aus großer Ehre und gleichzeitig aber auch erstmal auch einer wirklichen Furcht, also diesem Monument gerecht zu werden in der Übersetzung. Ich habe mich dann entschieden, es in Ravensbrück selbst zu übersetzen, direkt, also nicht an meinem Schreibtisch, sondern wirklich vor Ort, um wirklich am Ort des Geschehens zu sein, um auch vor Ort den Zugang zu den Archiven zu haben, zu den Ansprechpartnern, die vielleicht dafür nötig sind.
Das ist auf gute, positive Resonanz gestoßen, sowohl bei der Amical, die mir dann immer Postkarten geschrieben haben und mich ermutigt haben, und auch, ich glaube, auch in der Gedenkstätte kam das ganz gut an als so ein Work-in-Residence-Aktivität, die ich da aufgegriffen habe. Und für mich war das eben dann insgesamt ein Eintauchen wirklich komplett in diese Welt, also in die Welt der Französinnen, aber auch nochmal nach Ravensbrück, also wo ich dann auch Gelegenheit hatte, Orte mal wirklich persönlich kennenzulernen, über die ich schon oft gedolmetscht hatte, aber selber noch nie so profunde wirklich entdeckt habe, sodass es für mich wirklich also bestmögliche Arbeitsbedingungen quasi waren, um wirklich in dem Geiste dieses Buch auch wirklich zu erfassen und eben zu übersetzen. Die besondere Werksgeschichte ist ja schon ein bisschen deutlich geworden von dem, was Marie-France gesagt hat. Es ist eben nicht ein Werk von einer Autorin, sondern eben wirklich von einem gesamten Kollektiv verfasst, in 2 Stufen ja auch quasi. Zunächst mal eben durch diese Fragebogenaktion, wo die Amical ja wirklich viele ihrer Mitglieder und Überlebenden angesprochen hat, überhaupt zu ihren Erfahrungen, und dann eben noch dieses auch 20-köpfige Redaktionskomitee, glaube ich, die ja anschließend all diese vielen Einsendungen dann gesichtet hat, sortiert hat und eben dann nach Kapiteln das strukturiert hat, wo eben dann auch Teile der Redaktionsgruppe oder beziehungsweise die Redaktionsgruppe sich auch aufgeteilt hat für die Bearbeitung bestimmter Kapitel, sodass also der Text eben im Endeffekt nicht aus einem Guss war, sondern eben ein Produkt aus zunächst ganz vielen Zeitzeugenberichten von Frauen, die auch sehr unterschiedlicher Herkunft sind. Regional, Stadt, Land, Alter, Bildungsgrad etc. Also wirklich ein ganz breiter Fächer der französischen Frauen, die hier deutlich wurden. Und also das finde ich, muss man auch wirklich später auch jetzt für das deutsche Werk auch hervorheben. Es ist ja wirklich das gesamte Projekt, das überhaupt zu erdenken, das durchzuführen, das zu editieren und es schlussendlich zu schreiben und zu publizieren. Das ist alles von Frauen, die ehemals nach Ravensbrück deportiert worden, gemacht worden. Das ist wirklich auch, das muss man wirklich hervorheben, denke ich. Und dadurch ist der gesamte Text an sich eigentlich eine Quelle, schon als solches. Die Zeitzeugenberichte, die Zitate aus den Publikationen, von denen Marie-France ja gerade schon sprach, dass schon auch viele Frauen schon direkt nach dem Krieg auch Sachen publiziert haben. Diese haben ja auch zum Teil Einfluss da rein gefunden. Und also das sind alles, diese Textelemente sind eben auch alles Texte von Überlebenden, von ehemaligen Deportierten. Nun sind die Frauen aber natürlich nicht im Wesentlichen Schreiberinnen gewesen, im professionellen Sinne. Das heißt, es ergibt sich daraus dann ein inkonsistenter Stil von den, auch das merkt auch der Leser, möglich, also auch sicherlich in der deutschen Übersetzung jetzt bei den einzelnen Kapiteln, je nachdem, wirklich nach dem Charakter, wie der formuliert worden war von den Teilen der Redaktionsgruppe, sodass der Schwerpunkt vom Text eben aus unserer Sicht wirklich auf dem Inhalt eben liegt und nicht auf der Sprache oder Form. Man merkt auch jetzt 20 Jahre nach der, also 45 Befreiung, 65 ist das Buch erschienen, diese 20 Jahre danach, wo die Frauen sich hingesetzt haben, um die Sachen aufzuschreiben, ist den Texten wirklich also spürt man den Texten an, wie sie eben auch bei der Niederschrift ihrer Erinnerungen auch wirklich wieder von den Emotionen ergriffen werden. Und das war meines Erachtens eben sehr wichtig. Wir hatten es auch besprochen bei der Übersetzungsstrategie. Das heißt, es ging um eine quellengetreue Übersetzung. Es ging darum, die Authentizität, die Emotionalität, die jenseits der Fakten dort auch durchkommt, die sollte auch sichtbar werden. Es war auch der Wunsch von den Alten jetzt, die mir diesen Auftrag jetzt gegeben haben. Es soll wirklich so klingen wie das Original. Das war der Wunsch. Also auch sprachlich, der Text ist ja eben jetzt schon 55 Jahre alt, hier den Ton auch zu finden, das war eine der Herausforderungen. Und was auch damit zusammenhängt mit dem Punkt, dass sie eben jetzt keine professionellen Schriftstellerinnen waren, die Frauen, dass sie auch keine Historikerinnen waren, dass es entsprechend die Verwendung der Begriffe von ihnen eben so ist, wie sie ihnen da über die Tasten geflossen sind. Das heißt, die verwendeten Begriffe zur Beschreibung von Täterstrukturen, Funktionen, Verwaltungsbezeichnungen entsprechen nicht notwendigerweise den damals offiziellen Bezeichnungen.
Beispiele: Büro statt Schreibstube, ja, was verwendet wird, oder eben die Chefaufseherin versus die Oberaufseherin, Kolonne versus Kommando. Da gibt's einige Beispiele. Und wir haben uns entschieden, eben die Begriffe dann so zu übersetzen, wie die Französinnen sie nennen. Das war die Frage. Und jetzt nicht zwingend das zu ersetzen, wie waren offizielle deutsche Bezeichnungen, oder auch nicht unbedingt zwingend, wie haben deutsche Häftlinge es jetzt genannt. Das kann ja auch abweichend nochmal sein, wie die deutsche Häftlingssprache war. Dennoch habe ich mich dann also an der allgemeinen Terminologie im Endeffekt an Texten hier, was die Sprachverwendung von deutschen Häftlingen normalerweise aus der Zeit geht, an der Sammlung Erika Buchmann orientiert. Und für die Sprachverwendung jetzt zeitgenössischer offizieller deutscher Stellen bzw. Historiker mich an die Sprachverwendung von dem Buch von Bernhard Strebel orientiert. Interessant ist noch, vielleicht auch als kleines Aperçu, dass eben im Französischen ausgerechnet die Begriffe wie Deportierte, Gefangene, Häftling, dass die auf Französisch dass die auf Deutsch alle geschlechtsneutral sind. Ja? Also, und das auf Französisch sofort im Text immer deutlich wird, das sind eben Deporté mit 2 E. Ja? Und das muss man auf Deutsch, wird das so offensichtlich gar nicht klar. Das heißt, da war es nötig, eine kleine Klarstellung am Anfang zu stellen, dass es sich im Prinzip immer um die weiblichen Formen handelt. Ansonsten, wenn es männliche sind, dann wird extra darauf hingewiesen. Ganz mal anders, als es sonst üblicherweise so ist. Soweit? Ja, danke, Carsten, für den spannenden Einblick in deine Tätigkeit. Dann würde ich jetzt Insa Eschebach bitten, aus ihrer Perspektive ein bisschen darauf einzugehen, ja, was ist der Gehalt, die Bedeutung des Buches auch bis heute auch für das Narrativ über Ravensbrück. Ja, Insa Eschbach hat ja auch das Nachwort im Buch verfasst. Und zweitens nochmal auch denn, worin bestand die Rolle der Gedenkstätte, also als das Ansinnen ja, der Amical an die Gedenkstätte herangetragen wurde, dass es auf Deutsch übersetzt werden soll. Also wo kommt da auch vielleicht Unterstützungsleistungen und unterstützt werden, das Projekt. Ja. Merci. Ich fange vielleicht damit an, Carsten, deine Schilderung zu kommentieren, denn was du gerade erzählt hast über deine Arbeit in Ravensbrück, hat mir auch diesen Sommer in Erinnerung gebracht und gefragt, was ist der Beitrag der Gedenkstätte? Ich würde sagen, einige Flaschen Wein, einige Essen, die gekocht wurden, damit wir dann an diesen Abenden diverse Fragen, die aus der Übersetzung dieses Buches entstanden sind, gemeinsam diskutieren. Ich erinnere diverse SMS. Carsten hatte nämlich die wunderbare Eigenschaft, wenn er an einer interessanten Stelle in dem Buch war, mir dieses Zitat schon per SMS zukommen zu lassen. Und ich war also im hohen Maße unterhalten durch diese Art von Reflexion, die ja so einen Übersetzungsvorgang immer begleitet. Und möchte nochmal sagen, Carsten, ich habe diese Zusammenarbeit wirklich sehr genossen. Und deine Arbeit hat mir das Buch auch wirklich nahegebracht. Ich muss da auch gleich zu sagen, dass tatsächlich eben, es war wirklich auch in dieser Hinsicht war auch die Übersetzung fast auch wieder eine Kollektivarbeit, ähnlich wie die Entstehung des Buches an sich. Also in der Tat, ich war mit Insa sehr viel in Kontakt, aber ich war auch sehr viel in Kontakt mit Marie-France zu Fragen des Buches und so. Und wie Marie-France jetzt sagte, also wir haben wirklich die Ancienne, die waren auch wirklich unter uns in gewisser Weise. Wir haben sie oft geistig im Ohr und vor Augen gehabt, und das war in der Art wirklich eine Kollektivarbeit auch. Das ist wirklich wahr. Ja, nicht zu vergessen, ein wunderbares Mittagessen in Paris, wohin Marie-France uns gebeten hatte, in ein Lokal, wo auch die Les Anciennes immer, ich glaube, montags gegessen haben. Und das werde ich nie in meinem Leben vergessen, dieses Lokal, wo keine Touristen hingehen. Und es war, ja, als ob wir dort mit ihnen noch sitzen würden. Das war ein ganz, ganz schönes Gespräch und eine schöne Mahlzeit, die ich nicht vergessen werde. Soll ich kurz was zu dem Buch noch sagen?
worin ich die Bedeutung dieses Buches sehe. Ich würde gerne 3 Punkte machen und vielleicht auch jeweils, wenn ihr die kurz dann übersetzt. Ich versuche sehr knapp zu sein. Also ich sehe die Bedeutung in diesem Band darin, dass es wirklich ein exzellentes zeitgeschichtliches Dokument ist, eine erstrangige Quelle, und zwar in dreierlei Hinsicht. Der erste Punkt betrifft das große Spektrum widerständiger Handlungen, die in diesem Buch beschrieben werden. Es gibt so eine Art von Dichterbeschreibung von dem, was die Frauen, bevor sie nach Ravensbrück gekommen sind, deportiert wurden, was sie eigentlich getan haben in ihrer widerständigen Tätigkeit. Und ich glaube, das ist weitgehend unbekannt. Postbeamtinnen haben sich engagiert, die haben sich in Kurierdiensten engagiert, Untergetauchte beherbergt, Verwundete versorgt, sie waren in Nachrichtendiensten tätig. Ich glaube, dass das sehr wichtig zu sehen ist, denn der Widerstand war sehr lange Zeit in Frankreich sehr männlich konnotiert. Man sah eben immer Widerstand als eine quasi männliche, heroische Tätigkeit, die auch mit Waffen zu tun hat, viel, was Frauen getan haben und wie sie die Arbeit, den Kampf gegen die deutsche Besatzung unterstützt haben und auch partiell geführt haben. Das ist eben unbekannt. Und ein großer Teil dieses Buches macht eben diesen Widerstand von Frauen zum Thema. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das wäre jetzt mein erster Punkt. Ja, insofern war es eine gute Entscheidung, dass die Frauen in diesem Buch eben dieses große Kapitel auch aufgenommen haben. Einen vielleicht noch größeren Raum nimmt dann die Schilderung des Alltags in Ravensbrück ein. Und auch da sehe ich eine große Bedeutung in dieser dichten Beschreibung der Tagesabläufe, der Arbeitseinsatzkommandos. Man lernt sehr viel beispielsweise über die enormen Planierarbeiten, die die Frauen unternommen haben, um dieses Areal, was sumpfig war, also in eine Fläche zu bringen. Man lernt über die medizinischen Experimente, man lernt sehr viel über die Zwangsarbeit. Und gerade was Zwangsarbeit angeht, ist dieses Buch lehrreich. Denn ich zitiere aus dem Buch, die Frauen waren nicht nur Kriegsbeute, sondern sie wurden zu Kriegswerkzeugen gemacht. Und das haben sie als eine ganz große Schmach empfunden, also für den Feind arbeiten zu müssen, möglicherweise in der Rüstungsproduktion, die noch gegen ihre Alliierten, gegen die Opposition des NS-Regimes gerichtet war. Also das war eine geradezu tragische Situation, und das Buch beschreibt, wie unterschiedlich und vielfältig die Frauen mit diesem Problem umgegangen sind. Es geht um kulturelle Aktivitäten in dem Buch. Man lernt etwas über das Ungeziefer, über den Hunger, über das Revier. Also es ist wirklich ein großes Bild, was von Ravensbrück gezeichnet wird. Und das kenne ich in dieser Qualität, in diesem Aufmerksamkeit fürs Detail, kenne ich das kaum aus anderen Büchern. Ich komme zu dem dritten und letzten Punkt. Ein dritter großer Schwerpunkt des Buches betrifft die Rückkehr. Betrifft die Rückkehr nach Frankreich, aber auch die Erwartungen, die man an diese Rückkehr hatte. Und ich war sehr berührt, das muss ich so sagen, bei der Schilderung der Erinnerung an die Toten, an diejenigen, die nicht zurückkehren konnten. Und auch hier wieder die Aufmerksamkeit für das Konflikthafte, denn es gab Gedanken, das ist vielleicht partiell bekannt, wie sie war besser als ich, aber ich habe überlebt. Also dieses große Thema der Überlebensschuld, wo man nicht versteht, warum hat man überlebt, und die Freundin, die Mutter, die Schwester sind in Ravensbrück geblieben. Das ist sehr bewegend. Diese Auseinandersetzung ist eben dokumentiert in diesem Buch. Auch die Formulierung, wenn ich das kurz zitieren darf: Die Stimmen der Toten tauchen auf wie die von Schiffsbrüchigen. Also sowas geht mir zumindest, und ich denke auch anderen Menschen nahe, solche Sätze zu lesen.
Der zweite Punkt in diesem Komplex betrifft die Erwartung an das Land, in das man zurückkehrt, nämlich dass dort Milch, ich zitiere wieder, Milch und Honig fließt und Blumen stehen auf dem Tisch und alles ist angenehm und warm. Und es ist wohl auch so, dass die Frauen, die Heimkehrenden, freundlich begrüßt wurden, aber viele fühlten sich dann im Anschluss doch sehr als Fremde. Zum Teil waren die Ehemänner mit anderen Frauen zusammen, die Kinder, das ist, glaube ich, auch sehr problematisch gewesen, erkannten die Mütter nicht mehr wieder, nicht sofort, die waren gealtert und sahen elendig aus. Und es kam dann auch immer wieder der Verdacht, möglicherweise seien diese Frauen gerettet worden, nur aufgrund sexueller Dienstleistungen. Das kennen wir auch vor allen Dingen aus Italien. Das hat sehr die Italienerinnen betroffen, dieser quälende Verdacht, dieser eigentlich unverschämte Verdacht, der nun in keiner Weise der Wahrheit entsprach. Aber einfach, weil sie Frauen waren, wurden sie ständig mit diesem Verdacht konfrontiert. Und ja, es gibt dieses Zitat, wie eine Reisende im fremden Land. Und das hat wohl sicher einige Jahre gedauert, bis man dann wirklich sich wieder gesettelt hat, bis man angekommen war in dem Land, aus dem man deportiert worden ist. Das ist schmerzhaft zu lesen. Natürlich ist dieses ganze Buch schmerzhaft zu lesen, aber gerade auch konfrontiert mit der Freude, mit der Erwartung, mit der Hoffnung, die verbunden war mit der Rückkehr und dann eben doch die schwierigen Erfahrungen. Ja, also das geht einem nahe bei der Lektüre. In diesem Sinne glaube ich, dass es ein sehr wichtiges Buch ist, dem ich viele Leserinnen und Leser wünsche. Das kann man sagen. On espère Ja. aussi, Valérie.